Gelobt sei Jesus Christus. Die Vermeldungen. Am Mittwoch laden wir um 19 Uhr zur Anbetung zur Nacht in die St. Andreas Kirche ein. Die Kollekte ist heute für die Anschaffung der Plexiglaswände bestimmt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir haben uns hier in der Kirche versammelt. Wir danken Gott für unser Leben, für die neue Woche. Wir bitten um neue Kraft und Energie. In dieser heiligen Messe feiern die Eheleute Josef und Ulla Tenfelde ihre goldene Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Festtag. Jesus ruft Menschen zu allen Zeiten, ihm zu folgen. Heute im Evangelium beruft er die 12 Apostel, den Menschen zu künden, das Himmelreich ist nahe. Heute beruft Jesus durch dieses Evangelium jede und jeden von uns, den Menschen zu künden, das Himmelreich ist nahe. Nun empfängt das Jubelpaar Josef und Ulla Tenfelde den Segen zu ihrer goldenen Hochzeit. Nun bitten wir Gott um sein Erbarmen. Durch dich kam der Himmel auf die Erde, Herr, erbarme dich. Durch dich ist der Himmel unter uns, Christus, erbarme dich. Durch dich wird der Himmel unser Ziel, Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Nummer 171. 171.
Lasset uns beten. Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Stehe uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In einer Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zollner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern
geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Jesus sieht die Menschen damals wie heute. Er sieht, sie sind erschöpft und müde. Er hat Mitleid mit den Menschen damals wie heute. Aber Jesus ist kein Einzelkämpfer. Von Anfang an sucht er Jüngerinnen und Jünger. Erst beruft er die 12, wie wir heute hören. Dann sendet er 72 Jünger aus, damit sie das tun, was Jesus wichtig ist. Das Evangelium heute ist nicht nur eine frohe Botschaft damals. Das Evangelium heute ist frohe Botschaft für Sie und mich. Jesus sieht uns, Jesus hat Mitleid mit uns. Jesus sieht, wenn wir müde und erschöpft sind. Er kümmert sich auch heute um uns, um die Menschen, die müde und erschöpft sind. Das sind Sie, das bin ich. Und dieses Evangelium will uns die Augen öffnen. Dafür, wo wir erleben, dass Menschen durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz, durch ihre Liebe und zum Evangelium werden. Zum Evangelium werden, manchmal ohne dass es ihnen bewusst wird. Papst Paul VI. Spricht vom Evangelium ohne Worte. Durch sein Tun kann ein Mensch für unsere frohe Botschaft zur Wohltat werden. Dafür will uns das Evangelium die Augen öffnen. In meinem Leben kann ich entdecken, dass Gott durch Jesus für mich sorgt, dass Gott mir Begegnungen schenkt, die mir gut tun, die heilend wirken, die mich neu vertrauen lassen, die Enttäuschungen gut machen. Die Apostel sind heute noch unterwegs, manchmal ganz anders, als wir erwarten. Denn die Apostel heute, das können sein, eine Verkäuferin im Laden, eine Nachbarin, die fragt, kann ich Ihnen helfen? Eine Arzthelferin am Telefon, die vielen, die in unseren Krankenhäusern und Altenheimen wirken. Ein Nachbar, der mich im Auto mitnimmt. Meine Kinder, die nach mir schauen. Ein Lehrer, der mir nochmals eine Aufgabe erklärt. Ein Kollege, der mir eine Arbeit abnimmt. So viele Menschen, die mir helfen und beistehen. Das Himmelreich ist nahe. Uns nahe durch diese Menschen. Gott, dafür danken wir dir.
Gemeinsam sprechen wir das Glaubensbekenntnis unter der Nummer 3, Abschnitt 4. Nummer 3, Abschnitt 4. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sich zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, du berufst uns Menschen, dir zu folgen. Dafür danken wir dir. Wir kommen zu dir mit unseren Anliegen. Ermutige viele Menschen in unserer Zeit, sich einzusetzen für Gerechtigkeit und Freiheit. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle, die an dich glauben, dass sie den Mut haben, ihren Glauben zu bekennen und zu leben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Entzünde in vielen von uns neu die Kraft der Liebe, damit wir die Nöte der anderen sehen und ihnen helfen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Vergelte allen, die uns in unserem Leben Gutes getan haben, ihre Aufmerksamkeit und ihren Einsatz. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für Josef und Ulla Tenfelde, dass sie noch viele gemeinsame und glückliche Jahre erleben. Führe sie, Herr, sodass sie weiterhin mit viel Liebe und Kraft die zukünftigen Aufgaben annehmen können. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, lass sie die Vollendung ihres Lebens bei dir finden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, gehe mit uns die Straßen unseres Lebens, damit wir frohe Zeugen deiner Botschaft sind, jetzt und in Ewigkeit. Zur Gabenbereitung singen wir das Lied 416. 416.
Sanctus singen wir 196. 196. Lasset uns beten. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen, du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben dir Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schaffen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Ihr hebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit, durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen, dir zu dienen. Wir bitten dich,
schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen und euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Dankeschön. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Nummer 865, die erste Strophe. 865.